Hey liebe Zuschauer, heute habe ich euch mal wieder einen Rucksack mitgebracht und zwar den Fjällräven Freeluft 35, hier in der Farbe Grau. Mir gefällt er schon richtig gut, aber ich würde sagen, ihr seht selbst, was er alles zu bieten hat. Also viel Spaß! Der Freeluft 35 ist ein Trekking-Rucksack mit einem Fassungsvermögen von 35 Litern und eignet sich damit sehr gut für kleinere Trekking-Touren, bei denen nicht so viel mitgenommen werden muss. Mit einem Gewicht von 1250 Gramm ist der Freeluft angenehm leicht und bietet außerdem hohen Tragekomfort. Dazu aber gleich mehr. Beim Außenmaterial wurde neben dem etwas schweren und robusten 500D Polyamidgewebe im unteren Bereich auch ein leichtes 100D Ripstop-Gewebe für den weniger beanspruchten oberen Teil verarbeitet. Die aufgesetzten Fächer im Front- und Seitenbereich sind dagegen aus elastischem und luftigem Gewebe. Schauen wir uns die Fächer aber mal etwas genauer an. An den Seiten eignen sie sich zum Beispiel gut für Trinkflaschen und Kochgeschirr und werden durch den Gummizug auch gut gehalten. Ebenfalls können die Fächer seitlich auch während des Tragens erreicht werden. Für schmalere Flaschen reicht der Durchgriff allerdings nicht aus. Das etwas größere Frontfach dagegen eignet sich gut für kleinere Bekleidungsstücke wie zum Beispiel Handschuhe, Mützen oder ähnliches. Wenn es mal schnell gehen soll, kann das Innere auch ohne das Öffnen der Schnalle über die Seiten erreicht werden. Im unteren Teil des Fachs gibt es anstatt Ablaufösen ein luftiges Meshgewebe. Neben dem Frontfach sieht man links und rechts die elastischen Gummischlaufen mit Kordelstoppern für Trekkingstöcke, die durch die Anordnung trotzdem immer Zugang auf die Fächer gewährleisten. Ein weiterer Pluspunkt sind die verstärkten Verankerungen der oberen Schlaufen im Außenmaterial. So wird der Rucksack nicht gleich beschädigt, falls man mit den Trekkingstöcken hängen bleibt. Am Boden und an den Seiten findet man noch Kompressionsriemen zum Komprimieren bzw. Fixieren des Gepäcks. Für meine mittelgroße Trekking-Axt waren die Riemen an den Seiten aber auch sehr nützlich. Gegen überschüssiges Gurtband helfen dabei noch die angenähten Gummischlaufen. Ebenfalls im Bodenbereich ist in einem Klettfach auch das blaue Raincover verstaut, das den Rucksack bei Regen schützt. Über den Kordelzug kann es befestigt und abgespannt werden. Da das Raincover nicht im Gesamtgewicht eingerechnet ist, kommen nochmal ca. 80 Gramm dazu. Schauen wir uns jetzt mal das Hauptfach mit Kordelzug an. Hier ist genug Platz für einen Tagesausflug oder auch mehr. Als Packbeispiel haben wir eine große Gaskartusche, ein Tarp, dazu noch eine aufblasbare Isomatte, Wechselbekleidung, Packsäcke und Gamaschen untergebracht. Es wäre sogar noch etwas Platz für einen Sommerschlafsack übrig gewesen. Außerdem kann im Inneren hinter dem blauen Fach mit Gummizug auch noch eine Trinkblase verstaut werden. In meinem Fall hat die 3-Liter-Blase gut reingepasst und rutschte durch den Gummizug auch nicht nach unten. Der Trinkschlauch kann dann über die einzige Durchführung auf der rechten Seite in Richtung Schulterriemen geführt und mittels Gummiriemen befestigt werden. Ist der Trinkschlauch lang genug, kann er auch über die linke Schulter gelegt werden. Für kürzere Schläuche wird es allerdings etwas knapp. Werfen wir einen Blick auf das Deckelfach. Hier findet man außen, wie ihr schon gesehen habt, den Fjällräven-Aufnäher und obendrauf einen Kordelzug zum Fixieren von Regenbekleidung oder ähnlichem. Dazu gibt es noch ein Reißverschlussfach mit ordentlichen Zughilfen aus robustem Kunststoff. Hier lassen sich kleinere Gegenstände gut unterbringen. Einen kleinen Karabinerhaken habe ich hier allerdings vermisst. Ein weiteres Reißverschlussfach für flachere Gegenstände gibt es auf der Innenseite. Kommen wir jetzt aber mal zum Tragesystem. Hier wird schnell klar, woher der Freeluft seinen Namen hat. Das Freeluft Airvent Ventilationssystem sorgt mit einem leichten Aluminiumrahmen und seinem sehr luftigen Design bei allen Jahreszeiten für ein angenehmes Tragegefühl. So wird ein Großteil der Feuchtigkeit über den Freiraum hinter dem Netz abtransportiert, der durch das geschwungene Design entstanden ist. Dabei hilft außerdem das luftige Meshgewebe an den Seiten. Ebenfalls luftig sind die anatomisch geformten Trageriemen mit dünnen, leicht gepolstertem Meshgewebe. Hier findet man im Bereich des Schlüsselbeins neben den Gummibändern und Ösen für Karabiner und Co. auch die Lastenkontrollriemen, um die obere Last mehr zum Körper zu führen. Ein höhenverstellbarer Brustgurt darf natürlich auch nicht fehlen. Hier noch als kleines Extra eine integrierte Signalpfeife im Schnellverschluss. Weiter unten dann die Hüftflossen mit leichter Meshpolsterung, die für einen 35-Liter-Rucksack genau richtig aufgebaut sind. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Außerdem bringen die Aussparungen in der Mitte an den Hüftflossen wieder etwas mehr Luft an den Körper und sind nicht ganz so steif. Für kleinere Gegenstände wie Taschentücher, Snacks oder ähnliches ist in den kleinen Reißverschlusstaschen links und rechts Platz. Kommen wir zum Abschluss noch zu den Maßen und dem Tragekomfort. Der Freeluft 35 ist 69 cm hoch, 39 cm breit und 28 cm tief. Durch den ergonomisch geformten Rahmen passt sich der Rucksack sehr gut an den Körper an
und lässt sich mit dem Airvent-System auch auf längeren Touren angenehm tragen. Kommen wir zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, mein Fazit zum Freeloft 35 ist eigentlich durchgehend positiv. Er lässt sich sehr angenehm tragen und gibt auch wirklich ein luftiges Tragegefühl. Die Materialien sind gut gewählt, hochwertig verarbeitet und alles ist gut durchdacht. Die einzigen negativen Punkte, die ich habe, ist der fehlende Haken für Trinkblasen im Hauptfach, dass der Schlauch nur rechts durchgeführt werden kann und dass man überschüssiges Gurtband an den Hüftflossen nicht fixieren kann. Ansonsten gefällt mir der Rucksack sehr gut. Wer eher auf Oliv steht, kann sich ja mal den Freeloft 35 Lappland anschauen. Gut, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, macht's gut.